Nietzsche kritisiert die traditionelle Moral und fordert die Umwertung aller Werte. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen die christliche Moral, die er als Ausdruck von Schwäche und Verfall betrachtet. Er will Moral als historisches, menschliches Konstrukt entlarven und Platz für neue, lebensbejahende Werte schaffen. Warum Nietzsche die traditionelle Moral kritisiert, was er unter Herren- und Sklavenmoral versteht und wie eine Umwertung aller Werte funktionieren kann, erfährst du in diesem Video. Nietzsches Moralkritik ist zentrales Thema in vielen seiner Werke. Besonders in Jenseits von Gut und Böse und zur Genealogie der Moral unterzieht Nietzsche die abendländische Moral einer kritischen Analyse. Seine Kritik richtet sich gegen traditionelle Moralsysteme, insbesondere die christlich geprägte Moral, die er als Ausdruck von Schwäche, Unterdrückung und Lebensverneinung betrachtet. Nietzsche hinterfragt die Ursprünge und die Gültigkeit von Moral. Für ihn sind Werte keine universellen oder göttlichen Gesetze, sondern historisch gewachsene, menschengemachte Konstrukte. Nietzsches Denken basiert auf einer naturalistischen, biologischen Sichtweise. Für ihn entspringen alle Ideen und Begriffe dem Körper. Wir denken so, wie wir physiologisch beschaffen sind. Das Denken ist nicht unabhängig vom Körper, sondern geht aus ihm hervor. Unsere biologische Konstitution bestimmt, wie wir denken und die Welt wahrnehmen. Dies gilt auch für die Moral. Um die Moral zu verstehen, muss man verstehen, wie sie entstanden ist. Zu diesem Zweck untersucht Nietzsche die historischen, psychologischen und vor allem physiologischen Prozesse, die zu den heutigen moralischen Vorstellungen geführt haben. Moralische Begriffe wie Gut und Böse sind nicht absolut, sondern haben sich aus bestimmten Perspektiven und Interessen entwickelt. Sie wurden durch Machtkämpfe und soziale Dynamiken geformt. Werte sind Ausdruck des Willens zur Macht und lassen sich geschichtlich, psychologisch und physiologisch erklären. Für Nietzsche ist die abendländische Moral das Ergebnis eines Konflikts zwischen zwei Wertesystemen, der Herrenmoral und der Sklavenmoral. Mit der berühmten Metapher von den Lämmern und Raubvögeln verdeutlicht Nietzsche in der Genealogie der Moral den Konflikt zwischen Herrenmoral und Sklavenmoral. Dass sich die Lämmer über die großen Raubvögel ärgern, überrascht nicht. Aber das ist kein Grund, es den großen Raubvögeln übel zu nehmen, dass sie sich kleine Lämmer holen. Und wenn die Lämmer untereinander sagen, diese Raubvögel sind böse, wer so wenig wie möglich ein Raubvogel ist, sondern das Gegenteil, ein Lamm, ist der nicht gut, dann kann man an diesem Ideal nichts aussetzen. Auch wenn die Raubvögel vielleicht ein bisschen spöttisch darauf blicken und sich denken, wir ärgern uns überhaupt nicht über die guten Lämmer, wir lieben sie sogar, nichts schmeckt besser als ein zartes Lamm. Was bedeutet diese Metapher? Die Raubvögel stehen für die Herren, die Starken. Starke, schöpferische Individuen drücken mit ihren Handlungen proaktiv ihren Willen zur Macht, ihre Kraft und Vitalität aus. Sie handeln nicht aus Bosheit, sondern folgen ihrer Natur, ihrem Instinkt. Gut ist definiert als Stärke, das Gegenteil von Stärke, Schwäche, ist schlecht. Die Starken ärgern sich nicht über die Schwachen, sondern akzeptieren sie als Teil der Welt. Diese Haltung entspricht der vormoralischen Periode der Menschheit. Die Lämmer stehen für die Sklaven, die Schwachen. Sie können sich nicht gegen die Starken wehren, was zu Ärger, Nietzsche spricht von Ressentiment, führt. Aus diesem Ärger heraus erfinden die Schwachen eine umgekehrte Moral. Sie bezeichnen zuerst die Stärke der Starken als böse und dann das Gegenteil dieser Stärke, ihre eigene Schwäche, als gut. Schwache Werte wie Geduld, Demut, Mitleid, Friedfertigkeit gelten nun als gut. Die Moral der Schwachen entsteht aus Ohnmacht und dem Wunsch, die eigene Unterlegenheit als freiwillige moralische Entscheidung umzudeuten. Mit der Erfindung des freien Willens beginnt für Nietzsche die moralische Periode der Menschheit. Nietzsche hält die Vorstellung eines freien, neutralen Subjekts, das zwischen Stärke und Schwäche wählen könnte, für eine Illusion. Menschen handeln aus ihrer Natur heraus. Die Starken können nicht schwach sein, genauso wenig wie die Schwachen stark sein können. Die Illusion eines freien Subjekts wird von den Schwachen missbraucht, um Schwäche als Tugend zu glorifizieren und die Starken moralisch anzuklagen. Eine solche Umdeutung ist Selbstbetrug, da sowohl Stärke als auch Schwäche natürliche Eigenschaften sind, die nicht frei wählbar sind.
Die Sklavenmoral der Lämmer versucht, die natürliche Stärke der Raubvögel zu unterdrücken, indem sie deren Handlungen als böse brandmarkt. Dies ist ein Ausdruck von Ressentiment, dem Hass der Schwachen auf die Starken. Weil sich die Schwachen darüber ärgern, dass sie die Starken nicht besiegen können, schaffen sie eine Moral, die Stärke verteufelt und Schwäche glorifiziert. Die Moral der Schwachen ist außerdem eine Strategie, um sich vor den Starken zu schützen. Sie basiert auf Regeln und Verboten. Sie sagt uns, du sollst oder du sollst nicht, du darfst oder du darfst nicht. Moral ist durch Einschränkung und Begrenzung unseres Verhaltens definiert. Konflikte sollen so vermieden werden. Laut Nietzsche haben vor allem die Schwachen ein Interesse daran, Konflikte zu vermeiden, dass sie im Kampf gegen stärkere Kräfte unterliegen. Moralische Regeln schützen die Schwachen vor den Starken, indem sie deren Macht einschränken. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Herren- und Sklavenmoral. Der Herr verkörpert Autonomie, Selbstgesetzgebung und Individualität, der Sklave Heteronomie, Gehorsam gegenüber vorgegebenen Werten und Konformität. Die Herrenmoral ist die Moral der Starken, der Vornehmen oder Mächtigen, die in der Antike durch ihre Definitionsgewalt Werte schufen. Sie definierten sich selbst als gut und begründeten damit ihre Überlegenheit. Der Herr sieht Werte als historische Konstrukte, die er aktiv gestaltet. Seine Moral ist lebensbejahend, stark und furchterregend. Der Gegenbegriff zu gut ist schlecht und beschreibt lediglich das Niedrige, Verächtliche, nicht das Böse. Die Herrenmoral zeichnet sich aus durch Stärke, Grausamkeit, Egoismus und Selbstbehauptung. Handlungen werden nach ihren Konsequenzen beurteilt, ohne moralische Absichten zu unterstellen. Grausamkeit wird als Teil des Lebens akzeptiert, nicht verurteilt. Die Herrenmoral gehört zur vormoralischen Periode der Menschheit. Die Sklavenmoral entsteht aus der Ohnmacht der Unterdrückten, die die Kreativität der Herren negieren. Sie wandeln die Unterscheidung von Gut und Schlecht in Gut und Böse um, wobei die Starken als böse stigmatisiert werden. Diese Umwertung wurzelt im Ressentiment, dem Hass der Schwachen auf die Starken. Die Sklavenmoral definiert Gut und Böse aus einer reaktiven Perspektive, verherrlicht Demut, Mitgefühl und Selbstlosigkeit, ist aber in Wahrheit eine subtile Form von Grausamkeit, die sich in Schuld und psychologischem Leid äußert. Die christliche Sklavenmoral, die Gleichheit und Demut predigt, ist laut Nietzsche als imaginäre Rache der Beherrschten gegen das herrschende Rom entstanden. Sie gehört zur moralischen Periode der Menschheit. Dies entsteht mit der Vorstellung, dass Menschen eine Wahl haben, einen freien Willen, dass man moralisch oder unmoralisch handeln kann. Sie macht den Adler für sein Adlersein verantwortlich und suggeriert, dass dieser sich entscheiden könne, kein Raubvogel zu sein. Doch für Nietzsche ist der freie Wille eine Illusion, die metaphysische Erfindung der Sklavenmoral. Es gibt keinen Täter, kein moralisches Subjekt, sondern nur die Tat. Der Wille ist nicht frei und ein Raubvogel wird weiterhin ein Raubvogel sein. Die Sklavenmoral bewirkt in der physischen Welt daher nichts, außer den Menschen Schuldgefühle einzureden. Die Sklavenmoral ist reaktiv und verhindert die Schaffung neuer Werte, indem sie alle auf das gleiche Niveau hinunterdrückt. Sie ist lebensfeindlich und selbstzerstörerisch. Die Herrenmoral hingegen ist proaktiv und schöpferisch. Sie bejaht das Leben und lebt ihre natürlichen Instinkte aus. Für Nietzsche dienen die etablierten Moralsysteme dazu, die starken Individuen, die schöpferischen, selbstbestimmten und lebensbejahenden Persönlichkeiten zugunsten einer schwachen Herde zu unterdrücken, die sich durch Anpassung und Konformität auszeichnet. Zur Erinnerung, Nietzsche geht es nicht um das größte Glück der größten Zahl, um die Gleichheit aller Menschen oder um gleiche Rechte für alle. Ziel und Sinn der Menschheit liegt für ihn in den höheren, den außergewöhnlichen Menschen. Die Sklavenmoral behindert die Entstehung und Entfaltung höherer Menschen, indem sie die Starken unterdrückt. Ressentiment ist für Nietzsche das zentrale Element der Sklavenmoral. Es beschreibt die Ohnmacht, das Leiden an der eigenen Schwäche und den Hass auf die Stärkeren. Ressentiment ist das frustrierte Gefühl, nicht in der Lage zu sein, diejenigen aufzuhalten, die einem schaden, nicht in der Lage zu sein, erlittenes Unrecht zu rächen. Der Sklavenaufstand in der Moral beginnt damit, dass das Ressentiment selbst schöpferisch wird und Werte gebiert.
Das Ressentiment solcher Wesen, denen die eigentliche Reaktion, die der Tat, versagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos halten. Der Hass der Schwachen äußert sich in einer hinterlistigen Klugheit, die die Herrenmoral untergräbt. Da die Schwachen ihre Rache nicht physisch ausleben können, verkehrt sie sich ins Geistige, was zur Idee führt, dass jeder Mensch an sich gut sei und eine metaphysische Moral diese Güte rechtfertige. Für Nietzsche sind alle dualistischen Philosophien Ausdruck von Ressentiment. Sie verurteilen unsere Welt, die Materie und letztlich das Leben selbst. Kranke und Absterbende waren es, die verachteten Leib und Erde und erfanden das Himmlische. Platonischer Idealismus, christliche Moral und die Tugend der Gerechten sind für Nietzsche Ideologien des Ressentiments, dass sie aus Neid und Rache an allem Starken entstanden. Ressentiment bedeutet, das Leben nicht als das anzunehmen, was es ist, ein Schauplatz des Kampfes widerstreitender Kräfte. Das Leben ist für Nietzsche ein ständiger Machtkampf, ein Kräftespiel, in dem einige von der Natur mehr, andere weniger begünstigt sind. Die weniger Begünstigten, die Schwachen, können das natürliche Kräftespiel des Lebens nicht gewinnen und lehnen daher das Leben selbst ab. Sie erfinden Hinterwelten wie ein imaginäres Jenseits, eine göttliche Gerechtigkeit, moralische Systeme, in welchen sie selbst überlegen sind. Man könnte gegen Nietzsches Moralkritik den Einwand vorbringen, dass christliche Werte wie Selbstlosigkeit und Mitleid doch besser seien als Egoismus und Grausamkeit. Doch für Nietzsche hat die christliche Sklavenmoral weder Egoismus noch Grausamkeit beseitigt. Wir haben laut Nietzsche nicht die Wahl zwischen Egoismus und Selbstlosigkeit oder zwischen Grausamkeit und Mitgefühl. Denn wahre Selbstlosigkeit existiert nicht. Sie ist lediglich eine verfeinerte, subtile Form von Egoismus. Auch Grausamkeit hat die christliche Sklavenmoral nicht beseitigt, sondern noch verstärkt. Sie fügt den bestehenden physischen Qualen psychologische Qualen hinzu, indem sie das diesseitige Leben als böse brandmarkt und Schuldgefühle erzeugt. Sie erschafft lebensfeindliche Lehren von Sünde, Hölle und dem jüngsten Gericht. Nietzsche zitiert den frühchristlichen Schriftsteller Tertullian, der schreibt, dass er lachen und sich freuen wird, wenn er Könige, Philosophen, Schauspieler, Dichter und alle Nichtchristen, die er hasste, in der Hölle brennen sieht. Doch das Christentum nimmt nicht nur imaginäre Rache an den Unterdrückern, sondern wendet sich auch gegen die Unterdrückten selbst. Sie lenkt alle natürlichen, bösen Instinkte des Menschen nach innen. Die natürliche Grausamkeit richtet sich so gegen den Menschen selbst und äußert sich in Form von Schuld oder schlechtem Gewissen. Die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung, alles das gegen die Inhaber solcher Instinkte sich wendend, das ist der Ursprung des schlechten Gewissens. Dass die christliche Sklavenmoral Grausamkeit nicht eliminiert hat, wird an ihrer historischen Wirkung deutlich. Christen haben trotz ihrer Moral weiterhin Grausamkeiten wie Kriege, Völkermord, Folter und Sklaverei begangen, oft mit gutem Gewissen im Namen Gottes. Denn die Sklavenmoral operiert in der Welt des Idealismus und der Vorstellung. Das Christentum nimmt psychologische Rache an den Starken und befiehlt, in der physischen Welt gleichzeitig seinen Anhängern das Gesetz des Landes zu befolgen. Der Christ ist aufgerufen, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Der Mensch verhält sich weiterhin größtenteils so, wie er es immer getan hat. Die Sklavenmoral ändert nichts an der Natur des Lebens. Sie beseitigt weder Egoismus noch Grausamkeit. Vielmehr nennt sie das Leben selbst böse und fordert, dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir darin gedeihen. Unter dem Regime der Sklavenmoral werden alle, die erfolgreich sind und das Leben genießen, verurteilt. Die alten Grausamkeiten, Unterdrückung, Krieg, Völkermord gehen weiter, doch neue Grausamkeiten, Schuld, schlechtes Gewissen, Angst um die unsterbliche Seele kommen hinzu. Nietzsches Ziel ist es, die bestehenden lebensfeindlichen Moralen zu dekonstruieren und Platz für eine neue, lebensbejahende Werteordnung zu schaffen. Diesen Prozess nennt er die Umwertung aller Werte. Die Umwertung der Werte ist Nietzsches Antwort auf die Sklavenmoral. Er kritisiert Moral nicht nur, sondern verlangt eine radikale Neuschöpfung moralischer Prinzipien.
Nietzsche fordert eine Rückkehr zu natürlichen, lebensbejahenden Werten, wie sie in der Herrenmoral oder der Renaissance verkörpert wurden. Menschen sollen ihre schöpferische Kraft wieder entdecken und ein authentisches, kraftvolles Leben führen. Doch die Umwertung bleibt inhaltlich vage. Nietzsche will keine neue, verbindliche Moral vorschreiben, da dies seiner Ablehnung heteronome Ethik widersprechen würde. Stattdessen bleibt die Umwertung ein Abbruchunternehmen, das die alten Werte zerstört und die Möglichkeit neuer Werte andeutet. Sie ist ein Aufruf zu Selbstbesinnung, um die menschliche Kreativität zu entfesseln. Der Übermensch ist die Verkörperung dieser neuen Werte. Er überwindet die Sklavenmoral, indem er neue, lebensfördernde Werte schafft. Er sagt sich los von metaphysischen Konzepten wie Gleichheit, göttlicher Gerechtigkeit oder Jenseits und bejaht das diesseitige Leben mit allen Höhen und Tiefen. Zarathustra verkündet: Denn dass der Mensch erlöst werde von der Rache, das ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern. Der Übermensch ist kein gegenwärtiges Ideal, sondern eine Zukunftsvision, die starke Individuen ermutigt, über sich hinauszugehen. Der Übermensch ist das neue Ziel für die Menschheit. Er ist völlig frei von Ressentiment und schlechtem Gewissen. Er verkörpert Gesundheit, Macht und Schönheit, mit anderen Worten das Gedeihen des Lebens. Die neue außermoralische Ära des Übermenschen bezeichnet Nietzsche als Unschuld des Werdens. Nietzsches Moralkritik wird häufig missverstanden. Viele interpretieren Nietzsche als Befürworter einer rücksichtslosen Herrenmoral, die Egoismus und Grausamkeit verherrlicht. Tatsächlich bevorzugt Nietzsche die Herrenmoral, da sie das Leben bejaht, während die Sklavenmoral das Leben durch Schuld und Ressentiment schwächt. Dennoch plädiert er nicht für eine simple Rückkehr zur Herrenmoral der Antike. Sein Konzept der Herren- und Sklavenmoral ist keine affirmative Lehre, sondern eine kritische Analyse der modernen Moral. Nietzsche möchte die Dekadenz der modernen Moral entlarven. Die scheinbare Harmlosigkeit und das Mitgefühl der Sklavenmoral maskiert einen Kult der Rache und hat alles in der modernen Welt verdorben. Die Herrenmoral dient als Kontrast, um die Schwächen der Sklavenmoral offenzulegen, ist aber kein Bauplan für die Zukunft. Nietzsche strebt nicht die Rückkehr zur vormoralischen Ära der Herrenmoral an, sondern eine neue, außermoralische Ära, die er als Unschuld des Werdens bezeichnet. Der Mensch befreit sich von moralischen Wertungen wie Gut und Böse und bejaht das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Er lebt sein Leben ohne Schuld, Ressentiment und metaphysische Konstrukte. Der Übermensch verkörpert dieses Ideal, indem er die traditionelle Moral überwindet und das Leben in seiner Gesamtheit annimmt, ohne es zu verurteilen. Nietzsches Moralkritik ist eine radikale Infragestellung der abendländischen Moraltradition. Er entlarvt Moral als historisches Konstrukt, das aus Machtverhältnissen und Ressentiment entstand. Die Herrenmoral repräsentiert schöpferische Autonomie, die Sklavenmoral reaktive Unterdrückung. Durch die Umwertung der Werte und die Vision des Übermenschen fordert Nietzsche eine Rückkehr zu lebensbejahenden Werten, ohne jedoch eine neue Moral verbindlich festzulegen. Sein Ziel ist nicht die Rückkehr zu einer naiven Herrenmoral, sondern eine neue Unschuld des Werdens, die das Leben in seiner Gesamtheit bejaht. Seine Kritik bleibt ein offenes Projekt, das zur Reflexion über unsere Werte anregt. Was hältst du persönlich von Nietzsches Unterscheidung von Herren- und Sklavenmoral? Kann die Umwertung aller Werte deiner Ansicht nach gelingen? Wenn du deine philosophischen Kenntnisse erweitern möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!